Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist zum zweiten Teil unseres Valentinstags-Specials. Falls du übrigens das letzte Video nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir das gleich nochmal, denn es gab dort ein ganz tolles Gewinnspiel und zwar konntet ihr dort eine Valentinstagsbox mit insgesamt 4 Düften gewinnen, 2 eher männlicheren Düften, 2 eher weiblicheren Düften. Nimm doch gerne daran teil, wie du daran teilnimmst, das erfährst du alles unter dem Video, das verlinke ich dir heute. Heute in diesem Video schauen wir uns die Solo-Geschenkboxen an, quasi, also die Geschenkbox für ihn und die Geschenkbox für sie, wo jeweils 2 Düfte drin sind. Einmal eher männlichere Düfte und einmal eben eher weiblichere Düfte. Ihr erhaltet die Geschenkbox auch in diesem schönen Päckchen mit 2 Düften drin, also 2 8 Milliliter Düften, inklusive 2 Cases, 2 weiße Cases, so sieht das dann aus. Wir wollen jetzt aber in dem Video uns die Düfte, die da drin sind, mal anschauen. Das heißt, wenn du noch auf der Suche bist nach einem perfekten Valentinstagsgeschenk, dann aufgepasst. Als erstes schauen wir uns die Valentinstagsbox für sie an, also mit 2 wunderschönen femininen Düften. Der erste Duft, der drin ist von The Harmonist, der Moon Glory. Und ich finde, der Flakon ist schon mega, mega schön. The Harmonist ist eine ganz, ganz tolle Marke. Tatsächlich ist die Marke inspiriert von sehr vielen Feng Shui-Elementen. Aber was die Marke auch auszeichnet, das sind eben die Gegensätze, die sie versuchen umzusetzen. Das heißt, sie versuchen zum Beispiel eben Mond und Sonne oder alt und neu in ihre Düfte zu übersetzen. Und heute haben wir den Moon Glory mit dabei, der quasi den Mond schon im Flakon in diesem schönen Silber repräsentieren soll. Was für ein toller Sprühstoß. Also der Duft ist wirklich, wirklich schön. Der ist sehr kräftig, schon im ersten Riechen sehr, sehr floral. Also das ist auf jeden Fall ein Duft, der hat sehr viele Blüten mit drin. Das kommt auch sehr stark raus. Es ist ein recht opulenter Duft, also den nimmt man sofort wahr. Der hat eine wahnsinnige Stärke mit drin, also er ist sehr kräftig. Der strahlt aber auch eine schöne Eleganz aus und ich finde, das ist bei dem Duft so besonders. Der hat viel Blüten drin, da ist natürlich deswegen auch eine Süße mit drin. Ich finde, der hat aber eben diese Eleganz und diese Anmut mit drin. Die unterschiedlichen Blüten, die da drin sind, zum Beispiel Jasmin, Ylang-Ylang, aber auch Königin der Nacht, was eine sehr, sehr schöne und besondere Blume ist, wird einfach perfekt kombiniert mit der Süße des Honigs und auch einer Lychee-Note, die da rauskommt. Das ist wirklich eine sehr interessante und schöne Komposition, die der Duft hat. Im Duftverlauf wird der Duft immer balsamischer und immer runder, also hier auch auf dem Streifen, wo er eine Weile schon drauf ist. Da ist er sehr ausgeglichen, sehr rund, sehr vollmundig. Er hat aber auch eine Sinnlichkeit mit drin. Also er ist irgendwie ein bisschen verführerisch, sexy. Und ich finde, das ist ein Duft, den kann man perfekt auch für Dates tragen. Kann man perfekt tragen, wenn man irgendwie abends mal weggeht, vielleicht auch mal ein bisschen schicker gekleidet ist. Das ist wirklich ein Duft, den kann man zu vielen Anlässen tragen. Ich finde perfekt zu einem Date zum Beispiel. Den kann man auch perfekt tragen, wenn man irgendwie elegant gekleidet ist, vielleicht irgendwie ins Theater geht oder in die Oper, weil er einfach diese Eleganz mit drin hat und eben auch dieses Mystische. Also es ist wirklich ein wunderschöner Duft, richtig schön vollmundig. Und was auch schön ist, ist, dass da eben eine ganz kleine holzige Note mit rauskommt. Wir haben hier Sandelholz mit drin. Das gibt dem Duft einfach so eine gewisse Tiefe. Das ist definitiv ein sehr präsenter Duft. Der hat eine schöne Silage, der hat eine tolle Haltbarkeit. Und ich kann dir nur empfehlen, diesen Duft jemandem zu verschenken, der wirklich auf florale Düfte steht. Da könnte der The Harmonist genau das Perfekte sein. Der nächste Duft, der in der Box für sie drin ist, ist so das komplette Gegenteil von dem Moon Glory, auch wenn da natürlich trotzdem blumige Noten mit drin sind. Dennoch kann man die nicht vergleichen, weil sie einfach von der Duftkomposition ganz anders sind. Und zwar geht es um den wunderschönen Duft 17 Nandan Road von Ulrich Lang. Und kleiner Funfact am Rande, dieser 17 Nandan Road ist tatsächlich eine Adresse, ich meine, in Shanghai von einem Park. Ich glaube, es war Shanghai, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und Ulrich Lang hat erzählt, dass er diesen Duft eigentlich eben diesem Park oder dem Geruch des Parks bzw. der Stadt im Herbst gewidmet hat, weil es da so schön nach Blumen duftet.
Ja, wir haben hier im Gegensatz zu Moon Glory eine sehr viel frischere Note mit drin. Der Duft ist weitaus nicht so schwer wie der Moon Glory. Wir haben trotzdem am Anfang neben dieser frischen Note trotzdem was Blumiges mit drin und was schön Süßes. Der Duft ist definitiv zurückhaltender als der Moon Glory. Er ist sehr, sehr feminin, es ist ein sehr zarter Duft für mich, der auch eine Eleganz ausstrahlt, aber eben anders als der Moon Glory. Der Moon Glory ist schon sehr, sehr intensiv, da passiert wahnsinnig viel, also der ist sehr laut. Und der 17 London Road ist wirklich ein schöner, eher intimerer Duft, also der hat auch nicht so die Silage wie der Moon Glory. Er ist trotzdem wahnsinnig feminin und in der Komposition sehr elegant und sehr, sehr schön und fein aufeinander abgestimmt. Er startet am Anfang auch mit einer gewissen zitrischen Note. Im Verlauf, wenn man den Duft dann mal auf der Haut riecht oder hier auch auf dem Streifen, dann ist da definitiv eine Cremigkeit mit drin. Und ich finde das an Düften so wahnsinnig schön, wenn sie eben diese Cremigkeit dazu gewinnen und sich dann richtig, richtig schön auf die Haut drauflegen. Und ich finde, dann werden Düfte auch richtig schön intim und ebenso hautnah, wenn du weißt, was ich meine. Während der Duft eben am Anfang mit dieser leichten zitrischen Note angefangen hat, mit dieser Süße, kommt im Verlauf eben neben dieser balsamischen Cremigkeit auf jeden Fall auch die blumige Note mit raus. Es ist sehr, sehr schön, aber er ist eben weitaus nicht so der blumige Heavy Hitter wie der Moon Glory. Ich finde den Duft aber wirklich ganz, ganz toll. Er hat auch eine Sexiness mit drin, obwohl er so leise ist, weil er eben dezenter ist im Hintergrund, aber trotzdem, wenn man eben an die Haut dann näher rankommt, ganz, ganz schön duftet und eben so eine gewisse Sinnlichkeit auch mit transportiert. Wir haben also in der Geschenkbox für Sie zwei ganz tolle Düfte mit drin, die zwar beide so ein bisschen in die blumige Richtung, oder was heißt ein bisschen, der The Harmon ist auf jeden Fall mega. Also beide gehen eher in eine blumigere Richtung, sie unterscheiden sich aber trotzdem grundsätzlich. Das heißt, wenn du für deine Partnerin noch eine Geschenkbox suchst oder allgemein ein Geschenk für Valentinstag, dann machst du mit diesen zwei Düften auf keinen Fall was falsch. Und es ist auch ein toller Einstieg in die Nischenduftwelt. Lasst uns jetzt mal gemeinsam die Geschenkbox für ihn genauer anschauen. Auch hier sind zwei wirklich ganz, ganz tolle männliche Düfte mit drin, die auch in unterschiedliche Richtungen gehen. Der erste Duft, der drin ist, ist von Maison Noire, der Alter Ego. Und Maison Noire ist ja eine ganz, ganz tolle junge Marke aus der Schweiz. Ich verlinke dir auf jeden Fall auch mal ein Interview. Die zwei waren bei uns auch zu Gast und Alex hat mit denen mal so ein bisschen geplauscht über die Marke. Das lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Der Alter Ego Duft ist eine ganz besondere Kombination. Boah, schön, einfach schön. Tatsächlich hat die Marke den Duft mit einem Partner im Mittleren Osten kreiert. Das heißt, da ist auf jeden Fall eben diese Oud-Note mit drin. Und das ist auch das, was sofort in die Nase reinsticht. Den Gründern von Maison Noire war es aber auch wichtig, eben nicht einfach einen beliebigen Oud-Duft zu kreieren, weil davon gibt es genug auf dem Markt. Ihnen war wichtig, da eben einen Kontrast mit reinzubekommen. Alter Ego steht ja auch eher so für das Zwiegespaltene und genau so soll der Duft auch sein, indem sie dort eine Himbeernote mit rein komponiert haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an dem Duft rieche, ich würde jetzt nicht herausriechen, dass es sich tatsächlich um eine Himbeernote handelt. Wenn man das weiß, dann kann man das schon rausriechen. Was aber auf jeden Fall wahrnehmbar ist, ist, dass da eben nicht nur Oud drin ist, sondern wirklich diese Fruchtigkeit und diese ganz leichte Süße, die einfach in dem Kontrast zu diesem orientalischen Duft steht und was den Duft einfach sehr, sehr besonders macht und auch von klassischen Oud-Düften abhebt. Dadurch, dass der Duft nicht nur so ein klassischer Oud-Duft ist, gewinnt er für mich persönlich auch an Sinnlichkeit, eben durch diese Frucht, durch diese Himbeernote, die da mit drin ist. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du sowieso schon Fan von Oud-Düften bist, den mal als Twist auszuprobieren. Wirklich sehr, sehr spannend. Also Maison Noire allgemein haben die wirklich ganz tolle Düfte. Ich kenne keinen von denen, den ich nicht mag. Sie haben insgesamt 4 Düfte, die wir auch im Sortiment haben. Und der Alter Ego ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Was die Düfte von Maison Noire auszeichnet, ist meiner Meinung nach eine wirklich tolle Haltbarkeit. Der Duft ist auf jeden Fall auch nicht dezent, also der ist sehr, sehr gut wahrnehmbar.
Das heißt, damit wirst du auf jeden Fall auch lange Freude haben. Und auch in der Geschenkbox für ihn haben wir darauf geachtet, wirklich 2 unterschiedliche Düfte mit reinzunehmen. Der zweite, der mit drin ist, ist von Philly & Phil, der Romeo on the Rocks. Und der geht wirklich in eine sehr andere Richtung. Ja, während der Alter Ego am Anfang schon eben dieses Utlastige hat, ist der Romeo on the Rocks eher zitrisch. Wir haben hier eine Bergamotte mit drin, die auf jeden Fall am Anfang auch sehr gut und sehr präsent rauskommt. Also wir haben sofort so diesen zitrischen, frische Kick meiner Meinung nach. Ich finde, der Start von dem Duft ist auch wahnsinnig clean, sehr, sehr hell. Also man riecht den und denkt, oh, schön, freut sich irgendwie drüber. Also bei mir löst es schon eher positive Emotionen und Assoziationen raus und es ist so richtig schön frisch, so ein richtig schöner Kick, wenn man den Duft das erste Mal riecht. Der Duft bekommt eine ganz besondere Note durch die Birne, die mit drin ist. Die riecht man auch wirklich raus. Die gibt natürlich so eine gewisse Fruchtigkeit mit rein, aber auch eine gewisse Süße. Tatsächlich ist der Duft jetzt auch von der Silage her eher etwas ein bisschen zurückhaltender. Haben ja gerade so frisch-zitrische Düfte schon auch öfters mal an sich. Bei dem Romeo on the Rocks ist das auf jeden Fall auch der Fall. Das ist jetzt nicht so der Heavy-Hitter wie der Alter Ego, den wir gerade gerochen haben. Muss er aber auch nicht, denn man kann den Duft ja auch zu unterschiedlichen Anlässen tragen. Ich finde, der Romeo on the Rocks, der eignet sich so wirklich für den Alltag. Kann man überall hintragen, zu jedem Anlass. Ich finde, der ist einfach nicht aufdringlich und sehr gefällig. Ich glaube, gefällig ist das richtige Wort, ja. Ich glaube, das ist so ein Duft, der könnte ganz, ganz vielen Menschen gefallen, gerade eben durch diesen zitrischen, frischen Kick, den der Duft so mit sich bringt. Recht früh im Duftverlauf kommt dann auch so eine kleine blumige Note mit rein, da ist Magnolie mit drin. Die macht den Duft cremiger, ein bisschen runder, finde ich. Er rundet den einfach schön ab. Und was im Duftverlauf ebenfalls gleichzeitig mit rauskommt, sind eben die leichten Hölzer. Man kann es aber nicht vergleichen mit dem Oud, was im Alter Ego mit drin ist, sondern das Holz ist hier wirklich mehr noch im Hintergrund, gibt einfach eine solide und schöne Basis nochmal mit rein und rundet eben mit den blumigen Noten den Duft einfach schön ab. Es ist ja ein Kontrast zu Maison Noir, zu dem Duft, den wir davor gerochen haben. Aber das kann ja auch die Parfumsammlung ganz gut ergänzen, wenn man da 2 unterschiedliche Düfte mit reinbekommt. Es ist wirklich eine tolle, tolle, frische Kombination. Der Romeo on the Rocks ist wirklich ein schöner Duft, der eben sehr, sehr gefällig ist und vielen Menschen bestimmt gefallen wird. Wenn du also noch auf der Suche bist nach dem perfekten Valentinstagsgeschenk, dann verlinke ich dir unten in der Description die Boxen. Schau doch mal auf parfumerie.com vorbei. Vielleicht ist eine der beiden Geschenkboxen ja das Perfekte für deinen Partner oder für deine Partnerin. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wie immer freue ich mich über einen Kommentar, wenn du einen Duft hier, den ich vorgestellt habe, schon ausprobiert hast. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du ihn findest und ich freue mich wahnsinnig, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Ciao!